Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Das letzte Mal sind wir wieder in Silverrun gelandet und jetzt war unsere erste Amtshandlung nach Palmacosta zu gehen, glaube ich. Ja. Auserwählte Leute, wie geht eure Öffnung des Siegel voran? Nun eigentlich, es ist alles in Ordnung. Wir haben uns überlegt, ob du eine Weile auf ihn aufpassen könntest. Das kann ich tun, aber wer ist er? Er reist zurzeit mit uns umher, aber unser Ziel ist eine Gegend, die zu gefährlich ist für ihn. Seid ihr unterwegs zur Palmacosta Farm? Was, wovon sprichst du? Sie ist zerstört worden. Oh, also nicht? Wir haben kürzlich Informationen darüber erhalten, dass die Designs sich wieder innerhalb der Ruinen der Farm bewegen. Ich habe die Sicherheitsstufe erhöht. Ich frage mich, ob Magnus zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber die Designs attackieren die Seestraße zwischen Isos und Palmacosta. Sie scheinen eine Art gigantische Infrastruktur auf dem Meeresgrund zu errichten. Die isolierte Inselfarm befindet sich in der Gegend. Ich frage mich, was dort vor sich geht. Vielleicht ist es die Mana-Kanone, die Rodal baut. Nun, wenn du dir Sorgen darüber machst, warum fahren wir da nicht hin und sehen nach? Auch wenn es nicht die Mana-Kanone ist, wird es dieser Stadt wie Luin ergehen, wenn die Palmacosta Farm wieder in Betrieb ist. Ja, lass uns die Palmacosta Farm unter die Lupe nehmen. Damit scheint unser Plan zu stehen. Wir kommen spät zurück und holen Mythos ab. Ah, ich verstehe. Genius, sei vorsichtig und Rain und Leute und alle anderen auch. Ja, wir werden dich nicht lange warten lassen. Ist das in Ordnung, Mythos? Sicher. Genius, bitte nimm das hier mit. Was ist das? Ein Erinnerungsstück an meine verstorbene Schwester. Das kann ich nicht annehmen. Wenn du in Gefahr bist, spiel eine Melodie auf ihr. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber sie kann dich vielleicht retten. Okay, vielen Dank. Ich verspreche, ich komme wieder, um sie dir zurückzugeben. Panflöte von Mythos erhalten. Ich kann nicht mehr sprechen. So, wir müssen ja eh wieder zurück irgendwann nach Tertiala, weil hier gibt es keinen Elementargeist mehr für uns, außer Luna. Aber Luna muss der letzte Elementargeist sein, den wir befreien. Ist so. Es wäre schrecklich, wenn die Farm von Palmacosta wieder aufgebaut würde. Ja, sie will die Stadt erneut angreifen und noch mehr unschuldige Leute töten. Und noch mehr X4s herstellen. X4 Manufacture. Ich habe Geschichten darüber gehört, aber Menschenfarmen sind Abscheulichkeiten. Ja, ich will nicht noch mehr Menschen aufgrund der X4s sterben sehen. Allerdings. Es darf keine Opfer wie Alicia mehr geben. Niemals wieder. So, ich habe kurz mein Buch geholt, weil das nächste wäre ja Altamira, aber Betrieb ist nämlich auch eine Teufelswaffe. Und den zweiten Schwerttänzer müssen wir bis zu Luna besiegt haben. Nein, aber vorher möchte ich noch woanders hin. Und zwar zum Toda-Deck. Ja, du selbst kannst nicht zum Toda-Deck hier fahren, soweit ich weiß. Heißt, wir müssen zum Toda-Deck. Ich möchte noch die eine Cutscene eventuell haben. Nicht Cutscene, die Side-Quest. Genau. Und in Heimer sollten noch Hunde sein. Die habe ich schon Namen. Genau, Binky. Binky Bill. Genau, wir möchten fahren. Mit dem Waschzuber. Dort sollte ein Typ stehen. Ein Typi. Der uns etwas über Riegel fragt. Haben wir nicht irgendwelche Items? Okay, du bist ein Verkäufer. Ich weiß allerdings nicht, wo der Typi steht. Bist du das? Ich weiß noch gerade das heiße Wasser aus dem Weiße entfernen kann. Selbst wenn heiß baden dürfte, wirst du niemand tun, dass sie zu weiter Zeit anstellen würden. Vom Schild ablesen können wir es selber. Also, vor ungefähr 200 Jahren war der Toda-Geist hier. Der Toda-Geist hier, dessen Balkonmuseum und die Asgard die Stadtruinen. Das alles ist eine große Touristenattraktion bekannt. Wenn die Designs nicht wären, würden wir unsere Reise während Urlaub genießen. Nein. Ich wollte mit dem Typen reden.
Hier. Das einzige heiße Quell in Silverrod. Früher konnte man schon in dem Wasser baden, aber es ist eine neue Glacier ausgebrochen, seitdem ist das Baden verboten. Verboten. So. Anscheinend kommen viele gar nicht her, um eine Glacier, sondern sie wollen sich nur mit dem Waschzuber fahren. Ich gehöre ehrlich gesagt auch zum Letzteren. Ja, eine Erfahrung mit dem... Der Waschzuber ist schon eine Erfahrung wert. Also ist er noch gar nicht da. Okay. Bist du zurück? Ja. Dann ist er wahrscheinlich erst später, wenn wir das eine erledigt haben. Gut, das war nur eine Frage. Also zum Ausprobieren. Ich wollte nämlich hier das Regeln mich mag und so, ne? Das ist eine wandelnde Bombe. Wer? Was soll er machen, wenn die Farm des Designs wieder aufgebaut wird? Nur dann wird Professor Rains hier einfach wieder in die Luft springen. Rain besitzt diese Fähigkeit? Erstaunlich, sie kann nicht nur heilen, sondern auch zerstören. Sie ist also eine menschliche Bombe. Nein, Wege, sie ist ein Halbelf, also es ist eine halbelfische Bombe. HE-Bombe. Halbelfische Bombe, das ist aber kompliziert auszusprechen. Wie wäre es mit HE-Bombe? Wow, Professor Rain kann Heliumbomben herstellen, sie ist einfach unglaublich. Wenn Professor Rain das hört, wird sie bestimmt explodieren, da bin ich sicher. Ah, das ist das Skit. Das ist der Vorderpart zu einem aus dem zweiten Teil, und zwar, im zweiten Teil gibt es auch einen Skit, weil du da wieder in der Ruine bist, in den Minen. Und da gibt es einen Skit, da sagte Emil, da sagt sie wurde auch HE-Bomber genannt. Wegen Half-Elf. Und er dann so, aber es ist, müsste es dann nicht SHE-Bomber heißen? Wegen She-Bomber? Anstatt He-Bomber? Erneut auf das Reisen der Welterneuerung. Ist es in Ordnung, dass ich zurückgekommen bin? Was soll das denn heißen? Ich habe die Reise mittendrin unterbrochen. Obwohl die Bewohner von Silverrod mich alle angefeuert haben. Da konnte man nichts machen. Wir haben getan, was wir tun mussten. Aber als ich meine See zurückbekam, war ich so glücklich, dass ich Silverrod vergaß. Ich habe vergessen, wie sehr das Volk dieser Welt leidet. Auch eine Auserwählte lacht, wenn sie glücklich ist, und weint, wenn sie traurig ist. Du musst diese Last nicht alleine tragen. Und Colette? Solange du dich um das Wohl der Bewohner dieser Welt sorgst, bist du die Auserwählte der Erneuerung. Das ist meine Meinung. Professor Rain. Morgen werden wir erneut auf die Reise gehen, um Silverrod, um dieses Land zu retten. Ja! Oh. Ich habe Colette ja schon irgendwie lieb. So, hier irgendwo sollte ein Typ mit meinem Hund sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, warst du das? Ein Priester flucht mit einem bösartigen Aufwand. Er versucht, die Wüste zu durchqueren, um zu einem unzugänglichen Ort zu versiegeln. Aber von einem riesigen Monster überfallen und gefressen. Allerdings ist das wohl eher eine Legende. Genau. Diese Legende brauchen wir. Aber vorher möchte ich noch gucken. Ey, du. Willkommen in Zeit der Wasser. Zurzeit stelle ich kostenlose Freundschaftshoroskope. Nun, ich denke, ich probiere es gerne aus. Zu kurz konzentriere ich auf jemanden im Haus zu finden, was er oder sie über dich denkt. Mal sehen. So, Regal. Die Person, an die du gedacht hast, hält große Stücke auf dich. Mach weiter so und euch beide wird ein lebenslange Band verbinden. Jetzt möchte ich aber noch wissen, was Rain über mich denkt. Es hat großes Vertrauen in dich. Wir beide werden in der Lage sein, das zu müssen. Das läuft schon mal schlecht. Was ist mit China? Ihr beide seid absolut seelenverwandt. Glückwunsch, es ist ziemlich selten, dass sich zwei derartig ähnliche Seelen treffen. Lol, wenn es blöd läuft, gehen wir jetzt mit China. Super! Für alles, es steht auf China. Oh, du hast noch keine Namen. Raus da! Raus da!
Nein, du. So, wie heißt du jetzt? Cammy. So. Da laufe ich die ganze Zeit mit Postea und Salos rum. Also wirklich, ich merke nicht mehr, dass Ren und die Regeln nicht mehr im Team sind. So. Wir müssen jetzt Richtung Abtrünnigen gehen. Die waren... Da, genau. Und dann sollte hier irgendwo ein Skit kommen. Glaube ich, war das Monster. I don't care for pointless battles. What? Jetzt hat er nicht One-Shot tot. Aber die macht nur noch einen Schaden. Ja, kann man super Grad farmen. Richtung Abtrünnigen war das. Hä? Ja, Monster. Monster. Not much of a specimen. So, Nurse. Resurrection. Ja, super. Bin vergiftet. Bin vergiftet. Dankeschön. Technik. So, Recover. Trier, Person bei Verkaufsständen, andere Person. Ah, okay. Ich habe was falsch gemacht. Wir müssen mit 2 Personen reden. Ja gut, kann ja mal passieren, ne? Trier, hallo. Na, geh weg, Monster. Hab mich nicht angegriffen. So, da ist eine Person bei den Verkaufsständen. Ein gigantischer Wurm ist in der Tretwüste erschienen und hat Reisende angegriffen. Wenn ihr durch die Wüste geht, solltet ihr vorsichtig sein. So, jetzt reden wir nochmal mit dem Typen bei dem Hund. Einfach aus Prinzip. Damit wir es in der richtigen Reihenfolge triggern. Und jetzt verkloppen wir einen gigantischen Wurm. So machen wir es. Klingt nach einem guten Plan, findet ihr nicht? So. Da! Jesus. More battles? No way! All right. Richtung Abtrünnigen und dann ein Skit. Nein. Ich habe kein herrliches Licht mehr, soll ich das vielleicht kaufen? Ja, sind eh tot. Tot! Just warming up. Das ist die Fernsicht. Genau. Sollte hier nicht ins Skit kommen. Not much of a specimen. That was disappointing. Ich bin gerade unschlüssig, was ich jetzt tun soll. Es heißt Richtung Abtrünnigen und erscheint ein Skit. Ich habe mir extra so rausgeguckt. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter durch die Wüste. Ach, Katze. Nervt. This is gonna be a piece of cake. No way. Demon Fang. So. Weißt du was? Oh, overall ready. Wir holen uns erst die vorherige, aber die ist im alten Mirror. Das heißt, tschüss, Wüste. So, wir müssen ja eine Basis im Meer suchen. Zwischen Iso-Old und Palmacosta. Wobei... Wir müssen erst hier lang, nennen die Ruinen.
Genau. Renegades. So that's it. Neo and the others couldn't tell the difference between the Desians and the Renegades. We've been waiting for you. Are you saying you were expecting us to come here? Does it really matter? We have more important things to discuss, such as joining forces. Unbelievable. You actually expect us to trust you after all you've done to Lloyd and Colette? The circumstances have changed. Ewan! Do you know of the giant Carlon tree? The legendary giant tree is said to have existed in the holy ground of Carlon, right? It's the tree of life which produces infinite mana. Isn't that just a fairy tale? The giant Carlon tree indeed existed, but the Carlon War exhausted its mana supply and the tree wilted away. And now all that remains is its seed left in the holy ground of Carlon. The seed of the giant tree is in the final seal? It is known as the Great Seed. Are you talking about the soul of Mythos? Now that is a fairy tale. The Great Seed, the source of the world's mana, is the seed of the giant tree. Okay. The Great Seed is absolutely vital in order to reunite the two worlds. Reunite the two worlds? I believe I told you before, Yggdrasil is the creator of the two worlds. Originally the world was one, but Yggdrasil ripped it asunder. How is it even possible for someone to split the world apart? It was possible for Yggdrasil. The two worlds have managed to survive by vying for the small amount of mana seeping from the Great Seed. So that's why the cycle of flourishing and declining continues, and the Chosen goes on the journey of regeneration. But if the Great Seed germinates, the giant tree will be restored and the cycle will come to an end. How do we resurrect the giant tree? The Great Seed is nearly dead. We must expose it to a large amount of mana in order to save it. There's no supply of mana like that to be found anywhere in the world. Crucius's base, Darus Carlon, is a comet made from a giant mass of mana. It lies suspended in the sky high above this land. All we have to do is use that. Well, if that's true, why doesn't Yggdrasil revive the giant tree? All of Darus Carlon's mana is being given to Martel for the sake of resurrecting her. What? By using the power of a Crucius crystal, Martel's soul lives on, existing as a part of the Great Seed. If Martel awakes, the Great Seed will be absorbed into her and disappear. The reverse also holds true. In order to prevent that from happening, Yggdrasil protects the Great Seed with the seals of the summoned spirits. So that's why the Renegades are trying to stop Martel's revival. Yes. We will make the Great Seed germinate. As a result, Martel will be absorbed by the seed, and then... The giant Carlon tree will be reborn. If that happens, will the two worlds become one again? That I don't know. The only certainty is that the world will end if the seed is lost. So, you're gonna have Miss Martel be a good little girl and disappear. Martel is already dead. If it weren't for Darus Carlon's mana, her soul would have disappeared a long time ago. Why is Yggdrasil so obsessed with Martel? That doesn't matter. What's important is that we see to it that the Great Seed germinates. Up till now, the Great Seed has been protected by the summoned spirits of the declining world. The mana links. Correct. Now that the links have begun to unravel, the Great Seed's protection has weakened. Because we have been forming pacts with the summoned spirits of both worlds. Now I understand why you want us to join you. It's because we have Sheena, a summoner. Ewan, are you with Crucius, or are you with the Renegades? I am with Crucius, and I am also the leader of the Renegades. A double agent? In other words, a traitor. So, what's your decision? Okay, Lloyd, you're going to trust him? yeah. He's revealed the fact that he is a traitor. He's putting himself on the line. That has to mean something. I'll trust him too. You were headed towards Rhode Isle's ranch, correct? You sure know a lot about what we're doing. You have a spy watching us or something? No kidding. But either way, we have to stop that mana cannon thing before it's completed. We also have a debt to pay back to Rhode Isle. The ranch and mana cannon systems should be interlinked. Disabling the control room should be our first priority. You seem to know quite a lot about them.
We have a reason to infiltrate Rodile's ranch as well. We can guide you to the entrance if you like. We're teaming up, right? Of course. Please take us there. Why are you going to the ranch? We need to make preparations to fire mana at the Great Seed. Oh, by the way, the Riard dimensional transfer system will be offline while we make our preparations. You'll have to wait until after we infiltrate the ranch if you want to get back to Tetheala. Got it. Talk to Boda when you're ready. I'll leave the rest to you, Boda. Understood. Aber vorher muss ich noch gucken. Habe ich noch genügend Items? Nope. Der Kampf für Cersei war ja ein richtiger Krampf. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einkaufen gehen. Besser, man wird getäuscht. Kaum zu glauben, dass wir mit den Abtrünnigen zusammenarbeiten. Ja, aber seid trotzdem auf der Hut. Wir könnten ein Messer in den Rippen bekommen, sobald wir ihnen den Rücken zukehren. Ich sehe schon, Sie sind misstrauisch wie immer, Fräulein Rain. Mir wäre es lieber, du würdest das Umsicht nennen. Ihr seid alle zu weichherzig und zu vertrauensfähig. Wir brauchen also jemanden, der besonnen ist. Ja, stimmt, Lloyd vertraut sofort jedem, den er trifft. Wie bitte Zwergenregel 18, besser man wird getäuscht, als selbst zu täuschen. Nun, dann werde ich demnächst mal versuchen, Leute zu täuschen. Zelos. Ja? Wenn du Leute verrätst, hast du dein Leben verwirkt. Ich nehme das doch nicht so ernst, das war doch nur ein Witz. Glaube ich. Aha, Zelos. So, ja, wo wollen wir hin? Wo wollen wir einkaufen? Die Frage ist, welche hat jetzt die besseren Supplies im Moment? Ich glaube, Heimer sollte